Ja, herzlich willkommen, liebe Studierende, aber auch andere Interessierte an dem Geschehen an der Otto von Guericke-Universität. Wir sitzen hier, Frau Professor Schäffler, die Prorektorin für Studium und Lehre, also ganz prädestiniert natürlich, die Fragen, die hier heute auch kommen, zu beantworten. Und ich als Rektor. Und wir haben uns entschieden, dieses Format einer Fragestunde und auch ein Stück weit gesammelte Beantwortung von Fragen, die in den vergangenen Tagen, Wochen bei uns eingegangen sind, in diesem Format mal zu probieren. Einerseits, um jetzt die Möglichkeit zu geben, unmittelbar live mit uns, wir sitzen hier im Studio von MKM, die Sache zu gestalten, aber wir werden es auch aufzeichnen, sodass dann hinterher die Möglichkeit besteht, auf die kommenden 40 Minuten dann zu verweisen. Ganz kurz als Einführung, das ist eine unglaubliche Herausforderung für uns alle, vor allem natürlich auch für Sie, mit einer Menge von Unsicherheiten, die bestehen auch weiterhin und das wird ja nachher auch durch die Fragen zum Ausdruck kommen. Gerade heute ist nochmal intensiv diskutiert worden und die Hochschulrektorenkonferenz, das ist der Zusammenschluss aller Hochschulen in der Bundesrepublik, und der Präsident hat heute vorgeschlagen, dass das Sommersemester doch verschoben werden sollte. Man möchte eine einheitliche Regelung für die Bundesrepublik. Nun studieren Sie an der Otto von Guericke-Universität und Stand heute ist so, dass wir tatsächlich zum Semesterstart, 1.4., deshalb haben wir uns heute auch hier versammelt, davon ausgehen, dass wir in der kommenden Woche mit einem Startbetrieb in das Sommersemester starten. Das wird ganz anders aussehen. Dazu wird es gleich sicherlich auch Statements und Einschätzungen geben. Aber das ist im Augenblick noch Fakt und wir sind nicht dafür, das Sommersemester 2020 zu verschieben, Stand heute. Wir sind nicht dafür, das Sommersemester 2020 als ein sogenanntes Nullsemester zu werten. Dieser Begriff ist vielleicht zulässig dahingehend, dass Sie keine Nachteile haben sollen. Also wenn tatsächlich bestimmte Leistungen nicht erbracht werden konnten, muss es flexible Lösungen darauf geben, ob Ihnen das irgendwie angerechnet wird auf die Studiendauer und so weiter. Aber dass es automatisch eine Null ist, also wenn Sie jetzt im zweiten Semester wären, dann ist nicht sicher, ob Sie nicht im November, und ich hoffe das sogar, dann im dritten Fachsemester studieren und nicht weiterhin irgendwie im zweiten, denn das wäre die Folge eines Nullsemesters. Also das sind so die Randbedingungen, unter denen wir im Augenblick agieren. Niemand weiß, was am 20.04. hier in Sachsen-Anhalt auch passiert. Vermutlich wird morgen die Landesregierung die Kontaktsperren, so wie wir sie haben, die Einschränkungen im Ausgang verlängern bis zum 20.04. Vielleicht kommt danach nochmal eine moderate Verlängerung. Das weiß niemand. Nur wir gehen derzeit davon aus, dass wir auch in 4 Wochen oder vielleicht sogar in 6 Wochen hier keine Vorlesungen mit 250 oder 400 Studierenden in einem Hörsaal erleben werden. Von daher müssen wir uns darauf einstellen, dass wir mit einem digitalen Sommersemester starten und vielleicht nach hinten raus dann etwas mehr Präsenzmöglichkeiten für Laborpraktika, für die Dinge, wo es wirklich nicht geht. In der Medizin ist das so, dass wir sie dann nach hinten raus gestalten. Franziska, das als Einleitung. Hast du noch was hinzuzufügen oder wollen wir das dann an den Fragen machen? Wir würden das sicherlich an den Fragen ganz gut beantworten können. Wann wird entschieden, ob der 20. April als Start der Präsenzveranstaltung eingehalten werden kann? Bin ich schon darauf eingegangen. Aus der Situation heraus. Wir agieren ziemlich autonom, haben aber Absprache mit den anderen Hochschulen des Landes und würden natürlich, wenn eine Verfügung kommt, wie wir sie im Augenblick haben, dass das Ministerium uns untersagt hat, Präsenzveranstaltungen und größere Prüfungen hier durchzuführen, darauf reagieren müssen. Also das bleibt offen. Start im Augenblick. Wir gehen davon aus, dass wir in der kommenden Woche starten mit unserem Betrieb und am 20. tatsächlich alles, was wir online hier präsentieren werden, auch wirklich hochgefahren ist. Kann man natürlich die Frage stellen, ist das eigentlich sinnvoll? Sind wir in der Lage, das vom Technischen, von den didaktischen Kompetenzen und Voraussetzungen zu erfüllen? Ja, wir sind der Meinung, es kann gehen, aber die nächsten 2 Wochen, deshalb auch bewusst ein Startbetrieb, in dem wir eine Übergangsphase brauchen, weil es wird wahrscheinlich technische Limitierungen geben, die wir im Augenblick nur ahnen. Wann sie sich genau zeigen, wissen wir nicht. Und deshalb ist es im sukzessiven Hochfahren besser. Aber von vornherein gleich zu sagen, wir kriegen das nicht hin, das war für uns nie eine Option.
Das ist mit Härten verbunden an vielen Stellen. Die Mitarbeitenden hier an der Uni, die sind zum Großteil in Homeoffice. Da sind die Bediensteten im öffentlichen Dienst durchaus privilegiert. Sie haben mehr Zeiten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, für die Betreuung zum Beispiel von Kindern. Die Situation ist angespannt. Man kann Homeoffice und Familie nicht beliebig verbinden. Das müssen wir auch einfach berücksichtigen bei denjenigen, die jetzt zu Hause versuchen, die Online-Formate aufzubauen. Denn das hatten wir alle nicht in der Schublade. Und da bitten wir auch um Verständnis, dass an der einen oder anderen Stelle es nicht unmittelbar läuft. Und auf die Studis bezogen heißt es natürlich, dass es finanzielle Härten geben kann. Das ist uns völlig klar. Es gibt Hiwi-Jobs, die haben wir, wo die Verträge vereinbart waren zum 1.4., meiner Kenntnis nach alle auch abgeschlossen. Und müssen jetzt einfach flexibel damit umgehen, wie man das stemmt. Ein Hiwi im Sportzentrum wird vermutlich Mitte April keinen Sportkurs leiten. Das ist völlig klar. Aber trotzdem brauchen wir da Lösungen und viele sind ja auch darauf angewiesen, dass das den Lebensunterhalt ein Stück weit darstellt. Das wollen wir sicherstellen. Die Dinge, die als Kneipenjob oder ansonsten draußen laufen und im Augenblick nicht wahrgenommen werden können, da gibt es Möglichkeiten. Vor allem das Studentenwerk hat eine Anlaufstelle. Der Stura arbeitet mit ihnen eng zusammen und auch wir haben Töpfe und werden da eventuell noch nachlegen. Also diejenigen, die in Not kommen, sollen sich an uns wenden. Aber für die Studierenden ist die erste Anlaufadresse für eine Ersthilfe, für ein Darlehen, für eine Überbrückung das Studentenwerk. Die Semestergebühren sind eine Gebühr. Das ist wieder bei der Müllabfuhr, ob die Mülltonne voll ist oder nicht. Die werden anteilig, die werden nicht zurückgestattet. Davon können wir im Augenblick ausgehen. Wie sich das auf Langzeitstudiengebühren auswirkt, das ist eine andere Geschichte. Da werden relativ schnell in den nächsten Wochen die Bescheide auch für das kommende Wintersemester verschickt. Da gibt es noch eine Neuigkeit. Das neue Hochschulgesetz wird die Langzeitstudiengebühren abschaffen. Wir gehen im Augenblick noch davon aus, dass das Hochschulgesetz am 1.10. in Kraft tritt. Das heißt, man braucht sich da keine Sorge machen. Wenn man jetzt noch etwas länger studiert, kommt man im Wintersemester dann nicht mehr in die Schwierigkeiten. Wenn Sie einen Bescheid erhalten, irgendwann im Mai oder Juni, dann besteht hinterher die Möglichkeit, dass Sie bei der Einführung des Gesetzes, wenn es dann noch nicht Bestand hat, zurückerstattet werden. Ja, Studierende, die pflegen, die selbst Kinder haben und in der Situation sind, die müssen schauen, dass sie sich an uns wenden. Also wenn dann Härtefälle auftreten, müssen wir flexibel damit umgehen. Ihre Lehrenden und Dozierenden sind die ersten Ansprechpartner, aber das ist natürlich in einem Online-Format auch einigermaßen machbar. Das sozusagen als ersten Block. Franziska, Gut, für die Rahmenbedingungen, und jetzt übernimm du mal bitte. Würde ich mal weitermachen. Also es geht um die Prüfungen, die noch aus dem Wintersemester übrig geblieben sind. Das ist zum Glück nur ein kleinerer Teil aus dem Gesamtprüfungsblock, aber es sind noch einige Klausuren, es sind auch mündliche Prüfungen. Und hier streben wir natürlich an, dass die dann semesterbegleitend umgesetzt werden können. Wir werden sie in dem Moment, wo Präsenz der Studierenden hier am Campus wieder möglich ist, dann einfach mit einsortieren müssen. Es kann durchaus auch sein, dass vielleicht, wenn es größere Klausuren sind, die möglicherweise dann am späten Nachmittag, in den Abendstunden oder vielleicht auch mal an einem Samstag geschrieben werden müssen. Als nächste Frage habe ich jetzt hier, wie soll ich meinen Stundenplan erstellen, wenn ich weiterhin keine Ergebnisse aus dem Wintersemester habe? Ich muss sagen, die Frage habe ich auch noch mal mit den Dekanen der Fakultäten besprochen. Es gibt nach meiner Kenntnis in keinem Studienprogramm die Voraussetzung, dass Sie Prüfungsergebnisse aus einem vorherigen Modul haben müssen, um sich für andere Module zu entscheiden. Das heißt, Sie können sich für jedes Modul einschreiben, auch wenn in dem Modul zum Beispiel bei Vorkenntnissen oder geforderte Vorkenntnisse steht, dass Sie einen anderen Kurs belegt haben. Sie müssen nicht nachweisen, dass Sie den abgeschlossen haben.
Die Sommersemesterprüfungen sind gerade in der Planung, beziehungsweise es gibt eigentlich schon einen Plan, der natürlich unter der Voraussetzung erstellt worden ist, dass das Sommersemester weitgehend im Zeitrahmen dessen abläuft, wie es ursprünglich geplant wird. Es kann sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Gesamtsituation natürlich noch ändern. Da müssen wir halt einfach abwarten. Bei den Kolloquien zu den Bachelor- und Masterarbeiten, der Rektor hat es ja vorhin auch schon angesprochen, hier haben wir nach wie vor die Regelung, dass diese stattfinden können, unter der Beachtung der allgemein erteilten Hygieneregeln. Das heißt also, dass in einem ausreichend großen Raum nur die Prüfenden und der Studierende anwesend sind und dass das unter Einverständnis aller Beteiligten passiert. Also das heißt, wenn ein Prüfer für solch ein Kolloquium natürlich von weit her anreisen müsste und damit wiederum ein größeres Risiko auch für die anderen Beteiligten hier bedeuten würde, dass er unterwegs dann Infektionsgründe mit aufsammeln würde, kann weder ein Student noch ein Prüfender kann darauf bestehen, dass diese Prüfungen abgehalten werden. Aber ich denke, unsere Lehrenden sind da alle sehr auch in ihrem Interesse unterwegs, dass Studienprogramme möglichst zügig dann auch abgeschlossen werden können. Und, das darf ich vielleicht noch hinzufügen, Sie müssen auch nicht sich nochmal immatrikulieren, wenn Sie jetzt im April oder im Mai erst das Kolloquium für die Bachelor- oder Masterarbeit dann absolvieren, sondern Sie sind das Prüfungsverhältnis bereits vor Ende des Semesters eingegangen und damit kann diese letzte Leistung in der Bachelor- oder Masterarbeit immer noch erbracht werden, ohne dass eine Neuimmatrikulation notwendig ist. Franziska, jetzt sind ja eine Reihe von Fragen hier schon eingegangen. Wir verfolgen das mal ein bisschen mit, sortieren mal. Ich mache mal weiter und dann gehen wir darauf gleich auch ein. Es kommen Spezialfragen, beispielsweise für die Medizin. Also M1, M2, Verlegung. Da gibt es Informationen, die direkt auch von der medizinischen Fakultät zur Verfügung gestellt werden. Wir haben uns vorhin dann nochmal abgestimmt. Da sind wir im Rahmen der Staatsprüfung nicht unabhängig. Da werden also Entscheidungen getroffen insgesamt und die Dekane der medizinführenden Fakultäten sind da auch im Austausch, da Lösungen zu finden. Da würde ich mal verweisen, dass es da gesonderte Informationen gibt. Ist auch vieles im Augenblick im Fluss, sind die Entscheidungen auch noch nicht getroffen. Die Studierenden haben sich ja zum Teil auch über die Vorschläge des Bundesgesundheitsministers aufgeregt. Er sagte, da könnte euer PJ ja im Wesentlichen auch mal als Helfer in Corona-Zeiten verbringen und so weiter. Das ist eine gesonderte Geschichte. Die Herausforderungen in einem Medizinstudium auf die Laborpraktika, gerade am Anfang im Präpkurs zu verzichten, sind natürlich besondere. Da kann man sicherlich in der Histologie einiges digitalisieren. Wir hatten vorhin ein Gespräch mit den Dekanen, Frau Schäffler hat es ja eben schon genannt. Da war der Dekan der medizinischen Fakultät, der Rothkötter, auch dabei und sagt, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem, was ich da jetzt im Augenblick schon habe in der Digitalisierung. Da arbeiten wirklich im Moment sehr, sehr viele mit Hochdruck dran. Und nicht jedes Format wird von vornherein gleich perfekt sein. Wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen. Und damit meine ich dann auch diesen Freiheitsgrad vielleicht ein bisschen später anzufangen, die wollen das richtig gut machen. Und dagegen kann man ja auch erstmal gar nichts haben. Die wollen Formate erstellen, die nicht nur jetzt für die Zeit des Sommersemesters wirken, sondern die insgesamt auch nachfolgenden Generationen an Studierenden helfen. Und das ist ja durchaus löblich. Also da kann es auch mal sein, dass einer sagt, ich bin jetzt auch erst am 25. April tatsächlich so weit, dass das läuft. Wird das Sommersemester ein rein digitales? Da kann man nur spekulieren. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir nach hinten raus unter Einhaltung der Hygieneregeln auch in der Lage sein werden, vielleicht in kleineren Gruppen, vielleicht sogar wieder auch in den Hörsaal zu gehen, dann aber sicherlich irgendwie im Schichtbetrieb, im Wechsel, das kann man sich ja alles vorstellen, geht. Und vor allem, dass die Laborpraktika dann tatsächlich
durchführen. Wir werden also das Sommersemester ein bisschen flexibler handhaben und für diejenigen, die jetzt noch nicht im letzten Semester liegen, wahrscheinlich auch das Wintersemester ein bisschen mit einbeziehen. Auch das wäre eine Option, dass man da einfach tauscht. Ich habe eine Frage, die gerade reingekommen ist. Ich bin jetzt irgendwo als Internationaler in meinem Heimatland und kann derzeit gar nicht nach Deutschland reisen. Da gibt es ja 2 Fragen, die da zu beantworten sind. Das ist einmal die Immatrikulation und die Rückmeldung, sofern noch nicht erfolgt. Das wird Frau Schäffler gleich mal beantworten. Und ansonsten nutzen Sie alle Informationsmöglichkeiten. Das digitale Semester hat ja gerade den Vorteil, sofern Sie eine Internetanbindung haben, dass Sie in der Lage sein werden, Kontakt auch aufzunehmen. Und das sollten Sie dann in der kommenden Woche auch tun. Ja, also gerade für unsere internationalen Studierenden hatten wir ja schon vor einigen Wochen, als die Krise sozusagen noch im Anfangsstadium war und Einreisebeschränkungen schon bestanden haben, hatten wir zunächst einmal bis zum 20. Ihnen empfohlen, diese Einreise nicht zu tätigen, damit bis zum 20. Auch den Zeitraum verlängert und ab dem 20. Das war der Termin, der damals für uns zur Verfügung stand. Ab dem 20. dann auch eine Immatrikulation noch zu ermöglichen. Das heißt, in dem Fall wäre das bis zum 29. Da müssen wir jetzt natürlich abwarten. Wenn zum 20. keiner einreisen kann, nützt das auch den internationalen Studierenden nichts, dass sie sich bis zum 29. Immatrikulieren können. Aber sollte das vielleicht aus einigen Ländern trotzdem möglich sein oder Studierende, die vielleicht schon hier im Land sind und sich immatrikuliert haben, haben wir für die Internationalen auch noch die Möglichkeit gegeben, sich für die Lehrveranstaltungen in der Woche danach noch auch einzuschreiben. Ja, da brauchen wir Flexibilität und das wird jetzt auch in den Fragen, die eingehen, gekommen oder abgefragt. Wer eine Abschlussarbeit anfertigen möchte, der braucht Literatur. Die Bibliothek hat ihren Präsenzbetrieb eingestellt. Das ist uns auch ganz wichtig. Das, was wir im Augenblick hier an der Uni machen, haben wir als einen kontaktarmen Basisbetrieb bezeichnet. Kann ich in Labore? Das ist im Moment nicht ganz einfach. Diejenigen, die für ihre Bachelor- oder Masterarbeiten im Labor tätig sind, die können nach Absprache auch mit ihren Betreuenden in die Labore. Das ist kein Problem. Es muss die Arbeitssicherheit gewährleistet sein, aber es gelten da eigentlich die normalen Regeln. Nur es können eben jetzt nicht 10 rund um ein Mikroskop stehen. Da greift wieder die Hygiene und die Gesundheit geht vor, die hat Vorrang vor allen anderen Dingen. Das ist relativ klar. Was mache ich, wenn ich ein Buch brauche? Wenden Sie sich, die Infomaterialien, die Kontaktdaten bekommen Sie auf der Homepage der Bibliothek. Wenden Sie sich daran, die scannen Ihnen Bücher, die bringen Ihnen eine Kiste mit dem Buch dann raus. An dieser Stelle haben wir eben den Kontakt direkt vermieden, wollen ihn vermeiden. Das ist überhaupt kein Problem. Nutzen Sie diese Möglichkeiten. Es ist so viel entstanden und manche Fragen, die ich jetzt auch sehe, die sind zum Teil in den Fragen und Antworten, die wir auf die Homepage gestellt haben, auch durchaus schon beantwortet. Und an der Stelle müssen Sie sich ein bisschen informieren. Das müssen Sie auch zu den Dingen, die sonst noch zum Studium gehören. Über Finanzen hatten wir vorhin kurz schon gesprochen. BAföG ist so ein Thema. Und auch die Verlängerungsmöglichkeiten, weil die Semester doch vielleicht zu einer Verlängerung des Studiums führt. Kann sein. Gehen Sie auf die entsprechenden Seiten. Das BMBF, das Bundesministerium, aber auch das Studentenwerk hat dazu ausgiebige Informationen publiziert. Diese greifen wir nicht nochmal auf, sondern verlinken eher, weil wir gar nicht in der Lage sind, all das, was hier mit der hohen Dynamik aktuell passiert, aktuell zu halten. Das machen dann eher die Institutionen, die da näher dran sind. Das scheint uns auch sinnvoll zu sein. Franziska. Zum Thema Informationen hätte ich hier auch gleich nochmal eine aktuelle Frage von Lars Henning. Werden alle Module eine Online-Vorlesung anbieten und wenn nein, wie erfährt das der Student? Unsere Studienprogramme sind so, dass gar nicht alle Studiengänge immer in Vorlesung, Übung und Praktikum eingeteilt sind. Es gibt so viele andere Formate auch. Also es werden definitiv nicht alle
Module als Online-Vorlesung angeboten. Da haben wir ein viel breiteres Spektrum an Möglichkeiten, hier auch über Chatrooms zum Beispiel, über Literaturangebote und so weiter zu arbeiten. Aber ich möchte jetzt auf den zweiten Teil der Frage zurückkommen, wie erfahre ich als Student davon? Ich habe vor 2 Wochen an alle Studierenden über ihre Studierenden-E-Mail eine Information dazu geschickt, weil wir uns hier ein einheitliches Vorgehen zur Kontaktierung auch überlegt haben. Normalerweise in Präsenzsemestern ist das überhaupt kein Problem. Sie haben sich Ihren Studienplan zurechtgelegt und gehen dann zur ersten Lehrveranstaltung und kommunizieren dann mit dem Lehrenden, ich möchte teilnehmen, hier sind meine Kontaktdaten und dann ist die Informationskette gegeben. Das geht ja jetzt nicht und deswegen haben wir für alle Lehrveranstaltungen den Bereich Anmeldung geöffnet und die Woche bis zum 6. April als Anmeldezeitraum eingetragen. Das heißt also nicht, dass Sie nur, wenn Sie angemeldet sind, an dieser Lehrveranstaltung teilnehmen können, aber nur, wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie auch die Informationen. Das heißt, der Lehrende weiß dann, Sie möchten dieses Modul, diese Lehrveranstaltung belegen und wird Ihnen dann ab dem 6. April die entsprechenden Informationen zukommen lassen, was jetzt die nächsten Schritte in den 2 Wochen bis zum 20. April, aber auch danach sein werden. Und ich bitte Sie, nehmen Sie diese Chance auch wahr, denn auf die Art und Weise haben Sie wirklich nochmal 2 Wochen, wo Sie sich auch vorbereiten können. Denn bestimmt ist für Sie auch das Format des Distance Learnings oder die unterschiedlichen Formate vom Distance Learning sind neu und so können Sie auch alles ausprobieren und können sich selber auch darauf einstellen. Also bitte schreiben Sie sich ein für die Lehrveranstaltungen, die Sie belegen möchten und dann werden Sie direkt von den Lehrenden informiert. Ja, die Frage, ich habe noch keine E-Mail zurückbekommen. Ja, es ist im Augenblick auch noch kein Vorlesungsbetrieb, ob online in dieser Startphase oder dann eben ab 20. tatsächlich hoffentlich mit einem, 80-90% Anteil an digitaler Lehre bezogen auf die Formate, die Frau Schäffler eben ja gerade nannte, die ja nicht unbedingt nur Vorlesungen sein müssen. Jetzt gibt es Formate, die finden nicht im Hörsaal statt. Die sind vermutlich auch nicht durch Abfilmen alleine klärbar und auch nicht durch den Hinweis auf ein Buch. Das trifft beispielsweise die Studierenden der Sportwissenschaft. Da ist man in den Sporthallen und meine Prognose ist, dass wir, was den allgemeinen Sport was das angeht, vermutlich relativ spät sein werden, wieder im Hochfahren. Das heißt aber nicht, dass es nach Maßgabe der Regeln zum Schutz der Gesundheit möglich sein könnte, auch kleinere sportpraktische Übungen durchzuführen. Und das Argument, ja, man kann das ja nicht beliebig clustern, ich brauche ja eine Regenerationsphase und kann nicht am Ende in einer Woche das nachholen, was normalerweise in 14 hätte stattfinden können. Das stimmt, das ist dann abzusprechen und das wäre eventuell ein Teil, wenn wir es wirklich nicht schaffen, der dann in das Wintersemester verschoben werden müsste, dann braucht es natürlich einen Tausch. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir die 30 Creditpunkte und den dahinter liegenden Workload in einer solchen Krisenzeit auch wirklich einhalten können. Meine Bitte, das verlangt jetzt ein bisschen Flexibilität von uns allen. Und die Frage zum Beispiel, ob das Sommersemester sich verlängert, die kann ich im Augenblick nicht abschließend verneinen. Wenn wir hier durch sind, werden ganz viele, auch Ihre Dozentinnen und Dozenten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermutlich mal sagen, so jetzt wollen wir mal raus, der häusliche Koller ist beendet. Das kann passieren. Deshalb wäre es ein ganz blödes Signal, wenn wir jetzt sagen, ganz sicher werdet ihr die Sommerferien nicht mit der Familie verbringen können, weil dann hier noch Uni ist. Aber wir werden, und da gehen Sie vor, am Ende entscheiden müssen, ob es das eventuell braucht und ob man eventuell den Juli dann noch benutzen muss. Ist im Augenblick noch zu früh. Und da werden wir sicherlich auch eine einheitliche Regelung mit dem Ministerium verabschieden. Ansonsten bitte mit den Dozierenden absprechen, dann kommen Sie da auch zu Lösungen. Kann ich von zu Hause an digitalen Lehrveranstaltungen teilnehmen, natürlich für die Gestrandeten oder jetzt im Augenblick zu Hause befindende international eine berechtigte Frage. Ja, die Frage der Immatrikulation haben wir genannt. Und wenn Sie merken, es wird knapp,
weil der Run auf die Flüge vermutlich unglaublich groß sein wird. Dann müssen Sie an dieser Stelle einfach eine Nachricht schicken. Dann werden wir versuchen, Sie auch weiterhin als Studierende der Otto von Guericke Universität auch aus der Ferne bei uns zu behalten. Wir haben großes Interesse daran, dass die Studierendenzahlen nicht einbrechen. Wir leben wie keine andere Uni in Sachsen-Anhalt und auch national sind wir ziemlich weit vorne von Ihnen, unseren internationalen. Und wir sind stolz darauf, dass wir so viele haben. Und das ist nicht eine Geschichte nur für schönes Wetter, sondern jetzt beweist sich mal und muss sich beweisen, ob wir auch in der Lage sind, mit Ihren Problemlagen, die sich jetzt ergeben, fertig zu werden. Teil unseres Budgets erhalten wir über die Zahl der Studierenden. Und es wird Rückgänge geben, auch im Wintersemester, das ist völlig klar. Also von daher haben auch wir zu kämpfen jetzt im Augenblick mit der Frage, wie gehen wir eventuell mit geringeren Kassen um. Aber das Finanzielle wird jetzt mal hinten angestellt. Und deshalb haben wir auch sehr schnell entschieden, welche Tools sind notwendig. Gehst du auf die Tools jetzt nochmal ein, Franziska? Oder das wäre ja auch nochmal ein Punkt, was habe ich eigentlich zu erwarten, in welcher Form? Ich traue jetzt vielleicht meinem Dozenten so aus dem, was ich bisher von ihm erlebt habe, gar nicht unbedingt zu. Da fehlt die Technikaffinität. Kriegt er tatsächlich ein virtuelles Klassenzimmer geschaltet? Alles berechtigte Fragen. Die Hochschulleitung selber hat Technik zur Verfügung gestellt. Und da gibt es eine ganze Menge. Und die ist schon ab nächster Woche verfügbar. Frau Schäffler wird das mal ganz kurz darstellen, wie Sie auch rankommen. Ich denke, wir haben da sehr, sehr gute Lösungen gefunden, die Sie praktisch aus der gesamten Welt auch nutzen können. Ja, also wir haben natürlich mit den Lehrenden, einige von den Lehrenden haben schon ganz umfangreiche Erfahrungen, die unterstützen natürlich dann auch die Neulinge auf dem Gebiet, aber wir haben halt einen ganz großen Blumenstrauß an unterschiedlichen Tools, die wir nutzen können. Zum einen werden wir über ein Ganzteil der Lehrangebote über Moodle abwickeln können. Das ist natürlich kapazitätsmäßig etwas beschränkt. Wenn jetzt alle Lehrenden darauf zugreifen wollten und alle ihre Lehrveranstaltungen eben streamen würden und dort speichern. Aber wir haben vor, als Universität auch das Tool Zoom allen Lehrenden, aber auch allen Studierenden zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, das wird in der nächsten Woche soweit sein. Und damit ergeben sich natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Natürlich in erster Linie jetzt, um Seminare zum Beispiel auch online abzuhalten oder bestimmte Workshops, bei denen gemeinsam an Projekten gearbeitet wird. Aber damit ergibt sich für Sie als Studierende natürlich auch, dass Sie sich vernetzen können. Und ich sage mal so, Studieren, aber das wissen Sie sicherlich, kommt ja davon, dass man sich mit etwas beschäftigt, dass man etwas anstrebt. Und das kann man in den unterschiedlichsten Formen auch machen. Und Sie sind hier natürlich auch gefragt, mit Ihren Lehrenden zusammen dann Modi zu erarbeiten, wie sie Rückmeldungen bekommen, wie sie selber auch die Rückmeldung an die Lehrenden geben und wie sie sich selber einbringen können. Also ich bin mir ganz sicher, dass in sehr vielen Bereichen jetzt dieses zwar notgedrungenermaßen sehr schnell auf digitale Formate umzusteigen, aber in vielen Bereichen eben wirklich auch einen Sprung uns erlaubt nach vorn und wirklich auch innovative Formate zu finden. Und Sie können mir glauben, also die Kommunikation innerhalb des oder zwischen den Lehrenden ist im Augenblick ganz, ganz aktiv und es werden Beratungen gegenseitig auch angeboten und Tutorials dafür erarbeitet, dass eben auch jemand, der bislang vielleicht noch nicht in einem Chatroom mit seinen Studierenden gearbeitet hat oder bisher noch nicht über OBS ein Angebot gebracht hat, dass der auch Hilfestellung bekommt und dann die Möglichkeiten nutzen kann. Ich habe hier mal gerade die Fragen nochmal überflogen, die sich da stellen. Da sind natürlich Dinge, die ein bisschen aus denen Skepsis klingt. Kann das wirklich gelingen? Ein ganz großer Block sind die Prüfungen. Das kann ich verstehen. Die Prüfungen, die jetzt nicht mehr stattgefunden haben im März, das ist ja nochmal ein großer Prüfungszeitraum gewesen, das sind die ersten, die wir natürlich versuchen werden nachzuholen. Und sobald wir hier irgendeine Möglichkeit der Lockerung haben, und ein Indikator dafür wäre natürlich,
wenn jetzt ein Schulbetrieb wieder startet, dann wird es vermutlich eine Möglichkeit geben, dass wir auch unter bestimmten Bedingungen sagen können, jetzt kann diese Klausur nachgeholt werden. Vielleicht verteilt auf 3 oder 4 Hörsäle. Diese Möglichkeit besteht ja, weil Räume sind an der Uni im Moment frei. Dann sind das die ersten. Dann gibt es zum Teil Nachholtermine, die da auch lagen. Die werden sich da auch einreihen. Gehen Sie davon aus, dass wir ab dem 20.04. sehr schnell, dann sehen wir ein bisschen klarer, spätestens am 1.05. sind vermutlich die Regeln, ab wann wir uns freier bewegen können, bekannt. Dann werden wir die Prüfung, weil das ist das Allerwichtigste für Sie, sagen müssen, eine Vorlesung belegen und am Ende oder ein Seminar und am Ende steht die Prüfung, dass das für Sie planbar klar ist. Da werden wir drauf drängen. Und an der Stelle noch ein Wort, wie funktioniert eigentlich das Zusammenwirken zwischen uns beiden zum Beispiel, die in der Hochschulleitung sitzen, die ja kaum in die Lehre eingebunden sind, Frau Schäffler noch bei ihren eigenen Studierenden, aber ansonsten wird die Lehre natürlich organisiert in den Fakultäten. Hat da eigentlich die Hochschulleitung irgendwo ein Mitspracherecht? Ja, wir sind dafür da, dass im Zusammenwirken auch zwischen den Fakultäten es funktioniert. Das muss ja eine Instanz geben, die drüber liegt. Wir sind dafür da, dass die Stundenplanung funktioniert. Und jetzt haben wir eben noch ein weiteres knappes Gut. Das sind vermutlich die digitalen Medien, die da zur Verfügung stehen. Das sind die Speicherkapazitäten, das sind die Streamingkapazitäten. Das ist unsere Aufgabe. Wir können Ihnen versichern, wir werden an diesen Stellen mit Nachdruck in die Fakultäten auch wirken, dass das vernünftig funktioniert. Aber Sie müssen uns da eben auch diese 2-3 Wochen Probebetrieb geben, dass wir dann tatsächlich auch funktionieren. Also ich glaube, damit kann man einen Teil der Fragen auch beantworten. Sie kriegen möglichst schnell eine klare Aussage, aber die ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht stemmbar. Angebbar ist tatsächlich Qualität in den Veranstaltungen. Ich bin da durchaus optimistisch, dass das gelingen wird. Also aus allen Rückmeldungen, die wir haben, da sind Leute unglaublich motiviert dabei. Und nutzen wir das auch einfach als Chance, dass wir in dem Sommersemester 2020 zur Digitalisierung so viel weiterkommen, dass nicht nur irgendwie nachfolgende Generationen an Studierenden, sondern Sie auch im weiteren Verlauf des Studiums, vielleicht auch dann im Master, davon auch profitieren. Ich glaube, das ist möglich. Ich will mal vielleicht noch, weil sich mehrere Fragen hier auch noch auf die ausstehenden Prüfungen und die neuen Prüfungen beziehen, sagen, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass also heute entschieden wird, dass Sie morgen irgendeine Prüfung zu schreiben haben. Wenn absehbar ist, ab wann wir in welcher Form auch immer vielleicht mit geteilten Prüfungsgruppen schriftliche Prüfungen anbieten können, dann werden wir das auch mit einer ausreichenden Vorbereitungszeit kommunizieren. Das heißt also, dass Sie auch wieder Zeit haben, sich zu überlegen, kann ich an dieser Prüfung teilnehmen? Möchte ich das jetzt? Fühle ich mich vorbereitet? Melde ich mich an? Oder verschiebe ich aus welchen Gründen auch immer, was Sie ja sonst auch immer als Möglichkeit haben, die Prüfung auf den nächsten Prüfungszeitraum? Prüfungen, für die Sie jetzt angemeldet waren, dafür brauchen Sie sich nicht abmelden. Das ist ja inzwischen mit den meisten Prüfungsterminen ja eigentlich auch schon Vergangenheit. Aber Sie müssen sich in jedem Fall neu für die Prüfung dann anmelden, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Ja, wir haben das hier in Deutsch vorgenommen, das war uns klar. Someone asked for English subtitles or translation. We try our best, and maybe it makes no sense just to make a translation of our live chat here, but later on you will find answers for the most relevant questions, or just stay in contact to our international office. There you have a chat option, you have the email contact, you could ask for problems with the visa. If you have the access for the coming summer semester, you can just extend it to next winter semester, and they will give you answers for all these questions. So we know that 80% of our international students are in English master programs, so we give you the answers also in English, but not here, maybe in a translation later on for the record, if you will hear it
again. Otherwise use all the contact service and so on. Ja, IT ist eben erwähnt worden, Zoom steht Ihnen zur Verfügung. Das ist uns extrem wichtig. Unileben ist mehr als nur der Besuch der Hörsäle. Das besteht eben auch im Besuch der Bibliothek. Und das haben wir uns wirklich nicht leicht gemacht, weil die Bibliothek ist nicht nur ein Ort, in dem Bücher gelesen werden, sondern die Bibliothek ist ein Ort, an dem man sich vorbereitet auf Prüfungen, trifft mit Freundinnen und Freunden, wo man auch nicht abgelenkt ist wie zu Hause. Das ist uns alles klar. Da werden wir eben auch sehen, ob wir da möglichst schnell wieder zu Veränderungen kommen. Sie können digitale Lernformate nutzen, in der Form, dass Sie sich einfach als Lerngruppe, indem Sie sich über dieses Zoom auch zusammenschalten. Das geht und deshalb ist es eben wichtig, dass Sie das alle nutzen können. Ich hoffe, dann reicht die IT-Infrastruktur aus. Es ist aber keine Lizenz, die irgendeine Beschränkung hat. Nutzen Sie es. Und wenn Sie wissen, da gibt es eine Kommilitonin oder einen Kommilitone, der ist jetzt nicht mehr bei mir. Wo ist der denn eigentlich? Fragen Sie einfach mal nach. Nehmen Sie Kontakt zu ihm auf. Sie haben vermutlich die Mobilfunknummern. Fragen Sie doch einfach mal. Und dann können Sie über diese Formate auch einladen und informieren und so weiter. Sie werden vermutlich in den kommenden Wochen jeden Tag neue Informationen kriegen. Teilen Sie die. Das wäre auch wichtig. Und wenn Sie in Ihrem Studiengang, weil in Ihrer WG eine Kommilitonin aus einem anderen Programm ist, noch nicht ganz so weit sind oder Ihr Dozent, ist das auch kein Drama. Dann bekommen Sie diese Informationen noch. Und deshalb bitte nicht einfach nur immer meckern, das wird nichts und kritisch sein. Begleiten Sie uns an der Stelle kritisch, das ist völlig klar. Aber geben Sie uns und allen anderen hier auch die Chance, das wenigstens mal auszuprobieren. Es wird schon was werden. Franziska, haben wir eine letzte Frage? Da habe ich noch gar keinen rausgesucht. Weiß ich nicht. Naja, ich habe jetzt eben auch nochmal gesehen, die Fragen. Der Aufruf, uns die Zeit auch zu geben. Ich denke, das würden wir gerne annehmen. Und eins ist sicher, wir wissen, was den Uni- und Hochschulbetrieb ausmacht in Gänze. Und das lebt eben auch vom Austausch. Das lebt vom Essen in der Mensa. Das ist auch so ein Punkt, der eben angesprochen wurde in einer der Fragen. Lieferservice. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man so etwas irgendwie auch wieder hinkriegt. Wir waren da nicht selbst handlungsfähig, sondern der Erlass des Ministeriums, die Verfügung, der Landesregierung, hat die Schließung der Mensen gefordert, der Cafeterien. Haben wir im Augenblick keine Möglichkeit. Aber wir werden versuchen, dass wir da schnellstmöglich irgendeinen Service wieder bieten. Denn glauben Sie, das sind für uns nicht einfach Aktionen, wo wir sagen, dann schließen wir jetzt wie die Gebäude. Da müssen Sie auch sehen, dass Sie reinkommen. Das war eine Entscheidung, weil so wenig zum Teil hier auf dem Campus los war, dass wir uns ein bisschen fürchteten, dass in den Gebäuden tatsächlich auch Dinge abhanden kommen oder Vandalismus da um sich greift. Und die Snackautomaten und die Getränkeautomaten, die jetzt abgestellt sind, weil sie sich hinter verschlossenen Türen befinden, die versuchen wir jetzt auch irgendwie zu clustern. Es muss ja möglich sein für diejenigen, die sich hier ein paar Stunden auf dem Campus aufhalten, auch etwas zu trinken und zu essen. Und spätestens, wenn sie wiederkommen, weil die Labore temporär wieder öffnen, dann werden diese Möglichkeiten auch bestehen. Also das ist ein breites Spektrum an Fragen und Aufgaben, die vor uns liegen. Und wir werden es gemeinsam schon stemmen. Bleiben Sie geduldig erstmal. Haben Sie eine gewisse Fehlertoleranz, die uns auch gegenüber und allen, die ihr Bestes versuchen. Dass die allermeisten ihr Bestes versuchen werden, das können wir Ihnen versichern. Es soll am Ende nicht nennenswert zu Ihrem Nachteil werden. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich kann mich dem Dank nur anschließen und möchte Sie auch wirklich nochmal ausgesprochen dazu ermutigen, nehmen Sie Kontakt mit Ihren Lehrenden auf. Das ist ja sonst in der Vorlesung mit 300, 400, 500 Teilnehmern eher nicht üblich bzw. nicht der Fall. Hier haben Sie jetzt wirklich die Möglichkeit, auch mitzugestalten, auch Anregungen an Ihren Lehrenden zu geben, weil die meisten unserer Kollegen und Mitarbeiter hier sind eben wirklich auch jetzt selber sehr
gespannt darauf, wie es funktionieren wird und wie Sie hier Ihre Angebote auch mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln können. Also ich freue mich auf ein Semester der großen Herausforderungen und hoffe, dass die Zeit, in der Sie leider hier nicht vor Ort sein können, nicht mehr allzu lange dauert.